Vielleicht kennst du dieses Gefühl nur zu gut. Du verstehst fast alles auf Deutsch. Du liest Nachrichten, du folgst Gesprächen. Du verstehst sogar deutsche Serien ohne Untertitel. Aber in dem Moment, in dem du selbst etwas sagen sollst, passiert etwas Seltsames. Dein Kopf wird leer. Dein Herz schlägt schneller. Und in deinem Kopf beginnt eine Stimme zu rechnen. Ist der Artikel richtig? Kommt das Verb ans Ende? Heißt es dem oder den? Und während du noch rechnest, ist der Moment schon vorbei. Jemand anders hat geantwortet. Und du stehst da, mit einem perfekten Satz, den niemand gehört hat, weil er nur in deinem Kopf existiert hat. Ich möchte dir heute etwas sagen, das dein Deutsch mehr verändern wird als jede Grammatikregel. Dein Problem ist nicht dein Deutsch. Dein Problem ist die Angst, einen Fehler zu machen. Diese Angst kommt nicht von ungefähr. Für die meisten von uns beginnt sie in der Schule. Dort war ein Fehler etwas Schlechtes. Ein Fehler bedeutete eine schlechte Note, einen roten Stift, vielleicht sogar Scham vor der ganzen Klasse. Also haben wir gelernt. Sag lieber nichts, als etwas Falsches zu sagen. Aber hier ist das Problem. Eine Sprache lernt man nicht in der Stille. Eine Sprache lernt man im Chaos, im Stottern, im falschen Artikel, im Satz, der mittendrin zusammenbricht und in dem Lachen, das danach kommt. Kein Mensch auf dieser Welt hat jemals fließend sprechen gelernt, ohne vorher 1000 Fehler zu machen. 1000. Und genau diese Fehler waren der Weg. Jetzt kommt die Wahrheit, die dir niemand sagt. Muttersprachler erwarten keine perfekten Sätze von dir. Sie erwarten nur, dass du es versuchst. Stell dir vor, jemand kommt in dein Land und spricht deine Sprache. Langsam, mit Fehlern, mit einem Akzent. Denkst du dann, wie schrecklich? Nein. Du denkst, wow, diese Person gibt sich Mühe, meine Sprache zu sprechen. Und genau so denken die Deutschen über dich. Fließend zu sprechen ist kein Zustand, den du erreichen musst, bevor du anfängst. Es ist das Ergebnis davon, dass du angefangen hast. Die Reihenfolge ist nicht: erst perfekt werden, dann sprechen. Die Reihenfolge ist: erst sprechen, dann besser werden. Immer in dieser Reihenfolge. Niemals andersherum. Was kannst du also konkret tun? Ich gebe dir heute 3 einfache Techniken. Die erste ist die 2-Minuten-Regel. Sprich jeden Tag nur 2 Minuten laut auf Deutsch. Über irgendetwas. Beschreibe dein Zimmer. Erzähle, was du heute gegessen hast. Sprich darüber, wie dein Tag war. Es muss nicht klug klingen. Es muss nicht einmal richtig sein. Es muss nur laut sein. Denn diese 2 Minuten trainieren nicht dein Wissen. Sie trainieren deinen Mund, deine Zunge und vor allem deine Angst vor deiner eigenen Stimme auf Deutsch. Nach 2 Wochen wirst du merken, das Sprechen fühlt sich nicht mehr so fremd an, weil dein Körper es endlich gewohnt ist. Die zweite Technik ist der unperfekte Satz. Und diese Technik ist mächtiger, als sie klingt. Bevor du sprichst, gib dir selbst die Erlaubnis, es falsch zu machen. Sag innerlich, ganz bewusst: dieser Satz darf falsch sein. Das ist alles. Aber in dem Moment, in dem du dir diese Erlaubnis gibst, hört dein Gehirn auf, nach dem perfekten Satz zu suchen. Und es fängt einfach an zu sprechen. Fehler sind dann kein Versagen mehr. Sie werden zu einem Beweis. Einem Beweis dafür, dass du mutig genug warst, es zu versuchen. Und Mut,
Nicht Perfektion ist es, was dich am Ende fließend sprechen lässt. Die dritte Technik. Sprich mit den richtigen Menschen. Am Anfang brauchst du keine strengen Grammatiklehrer, die jeden Fehler sofort korrigieren. Am Anfang brauchst du geduldige Zuhörer. Suche dir einen Menschen, der dich einfach reden lässt. Einen Tandempartner. Eine Sprach-App mit echten Personen. Eine Gruppe, in der Fehler willkommen sind und nicht bestraft werden. Ein einziger geduldiger Gesprächspartner ist am Anfang mehr wert als das dickste Grammatikbuch der Welt. Übung vor Perfektion. Immer. Also, lass uns ehrlich sein. Du wirst dich nie zu 100% bereit fühlen. Niemand tut das. Nicht ich, nicht die Menschen, die du für perfekt hältst. Niemand. Aber du kannst etwas anderes tun. Du kannst heute, genau jetzt, in den nächsten 2 Minuten deinen ersten Satz laut aussprechen. Nicht perfekt, nur laut. Und das ist der Moment, in dem sich wirklich alles verändert. Wenn dir dieses Video geholfen hat und du mehr ehrliche Tipps zum Deutsch lernen möchtest, dann abonniere diesen Kanal. Schreib mir in die Kommentare deinen ersten deutschen Satz. Ganz egal, ob er perfekt ist. Wir sehen uns im nächsten Video.